Wir befinden uns jetzt hier vor dem Hauptgebäude der TU Clausthal und hier findet jetzt gleich der Recycling-Workshop für die Passschülerinnen und Schüler statt. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Herr Brinkmann, was wollen Sie den Schülern und Schülerinnen heute alles vermitteln? Auf dieser Welt leben immer mehr Menschen und wir hoffen, dass sie immer reicher werden können mit materiellen Gütern. Also müssen wir unsere Rohstoffe gezielt, gut und effizient einsetzen und wir müssen Methoden entwickeln, um so viel wie möglich dieser Rohstoffe zurückzugewinnen. Und da die Zukunftsaufgaben nur gelöst werden können, wenn die Jugend sich dieser Aufgaben annimmt, wollen wir sozusagen den Korridor der Problemstellungen, der Aufgabenstellungen Ihnen in diesem Workshop vermitteln, mit der Intention zu sagen, greift doch ein solches Studium auf. Das ist die Wichser, ne? Und dadurch von nebenan. Und zwar zum Teil auch übereinander. Und die haben genug Höhe. Die TU Clausthal hat, kommend aus ihrer Geschichte als Bergakademie, heute einen sehr starken Schwerpunkt im Feld Recycling und bringt diesen ein in einen großen europäischen Verbund. Gebäude ist ein Original. Spielerei? Ja, ja. Auf einem Spielplatz. Wir waren unter der Erde und haben gesehen, wie die Erze abgebaut werden. Ich finde die Museum sehr gut und ein bisschen lustig und das ist sehr wichtig für unseren Deutschkurs. Wir haben jetzt hier heute Morgen die Kette verbunden, kommend vom historischen Bergbau im Bergbaumuseum, dann über den Primärbergbau, wie er in Chile stattfindet, bis zur Wiedergewinnung von Stoffen aus einem Handy, haben da 5 große Experimentierstationen gehabt und die Schüler sollten wie Detektive selber herausfinden, auf welchem Prinzip beruht das. Und so hoffen wir, Neugierde und Interesse und Kreativität zu wecken. Zuerst konnten Sie sehen, warum sind so viele Stoffe überhaupt für uns so relevant. Also ich habe fluoreszierende Stoffe gezeigt, die durch Einstrahlen einer bestimmten Wellenlänge ein anderes Licht zurückgeben. So werden sie eingesetzt, um fälschungssichere Banknoten herzustellen. Ich habe den Grundstoff gezeigt, der in unseren großen Offshore-Windenergieanlagen eingesetzt wird, die Neodym-Eisenbohrmagnete. Dort sieht man auch, dass wir einen Engpass haben in der Versorgung dieser Stoffe, weil sie zu 97% aus China kommen. Ich habe die Thematik der Lithiumversorgung angesprochen, die bislang ausschließlich aus dem Dreiländereck in Südamerika stammt und man zukünftig vielleicht andere Gesteine verwenden muss, Pegmatite, die aber einen viel höheren Energieeinsatz und auch Chemikalieneinsatz erfordern werden, um an das Lithium zu kommen. Ich habe schon früher auch gedacht, dass die Recycling sehr wichtig ist und besonders deshalb bin ich hier. In meinem Land, Russland, dieses Thema Recycling ist nicht sehr populär als in Deutschland. Ja? Und das ist sehr wichtig für unsere Welt, Recycling. Ja. Und das ist die neue Kenntnisse für mich und das ist sehr gut. Mir hat das gefallen, dass wir viele neue Informationen über die verschiedenen Mineralien bekommen haben. Ich glaube, Recycling sehr wichtig ist für alle und für die Umwelt auch. Es ist schade, dass nicht so viele Jugendliche machen das, aber ich glaube, dass diese Workshops hier sehr wichtig ist, um viel merksam über Recycling zu machen. Und die Präsentation hier, das wir machen, war sehr interessant. Es gibt viele Informationen und ich habe etwas neu gelernt, das glaube ich sehr gut ist. Und auch diese Experimente sehr gut ist, ich glaube. Ich habe etwas neu hier gelernt und ich glaube, dass alle Jugendlichen etwas für die Umwelt machen. Das alles sind keine Selbstläufer, dass unsere Welt in Zukunft funktioniert. Und deshalb brauchen wir die nächste Generation, die sich dieser Aufgaben annimmt.